Liebe Zwillinge, wir schauen in eure Botschaft fürs Kollektiv der Zwillinge. Ich bin gespannt, was ich euch weitergeben darf. Welche Impulse sind da? Welche Energien stehen zur Verfügung? Was soll ich den Zwillingen mitteilen? Ja, hier kommt etwas auf die Spur. Hier liegt eine neue Erfahrung. Vielleicht guckt ihr euch etwas genauer an. Hier sind Instruktionen. Geheimnisse werden gelüftet, könnte man es fast sagen. Ne? Ein Wissen offenbart sich. Die Transformation zu einem neuen Kapitel im Leben. Es geht um euch, es geht um euren empfangenden Teil. Ihr seid damit beschäftigt, über euch nachzudenken, übers Leben. Und ihr spürt, dass ihr hier viele Hindernisse habt, die vielleicht auch aus dem Unterbewusstsein rauswirken. Aber ihr habt hier die große Chance, auch diese Hindernisse zu beenden. Ihr kommt darauf, wie es gehen könnte. Es geht bei euch auch darum, zu empfangen mehr. Also nicht nur tun, sondern auch empfangen. Etwas knüpft an Veränderungen der Vergangenheit an. Da habt ihr irgendetwas noch offen. Es geht bei euch um Freundschaft, Treue, Loyalität euch selbst gegenüber. Es kann auch sein, hier kommen neue Menschen ins Leben. Ich habe in eurem eigenen Haus so ein bisschen das Alleinsein, die Grenzen. Ihr habt vielleicht auch ein bisschen gemauert oder ihr überwindet trennende Prozesse. Ja, jetzt habt ihr hier zwei Deutungen, mehrere Szenarien. Hier kann es darum gehen, dass das Außen sehr viel Arbeit von euch abverlangt. Ja? Aber es nimmt euch auch sehr verankert in euch selbst wahr. Möglicherweise habt ihr hier ein Thema mit Arbeitskollegen. Möglicherweise begegnet ihr hier auch jemanden, der euch im Arbeitsbereich eine neue Chance bietet. Hier ist das Außen so ein bisschen mit dabei, ne? Als Faktor. Wie nimmt man euch wahr? Was zeigt ihr von euch? Was haltet ihr zurück? Möglicherweise sind hier auch diese Befürchtungen, dass ihr falsch wahrgenommen werdet oder ja, dass von außen immer wieder Sachen gibt, die euch Hindernisse mitbringen, die ihr so nicht gewollt habt. Ihr könnt hier etwas weglassen, was euch hier auch belastet irgendwie. Ne? Blockaden, die hier weggenagt werden, Mauern, die gesprengt werden. Möglicherweise habt ihr hier auch im Arbeitsbereich so die Situation, dass Kollegen fehlen und ihr sehr einspringen müsst oder gefordert seid. Denkt dann daran, es geht auch ein bisschen darum, was empfange ich oder wo bin ich der Teil, der empfängt. Hier unten haben wir noch die Wege, die entstehen, die Chancen, die genutzt werden können, das Wissen, das ihr braucht hier in der Mitte. Ihr kommt hier irgendetwas auch auf die Spur, ne? Das euch weiterbringt.
Die Anpassungsfähigkeit haben wir hier, das passt sehr gut. Denn das Außen spielt ja hier eine große Rolle. Ihr müsst euch vielleicht stark einfügen, obwohl ihr was ganz anderes im Sinn habt. Und hier unten habt ihr noch das Gedeihen dabei. Der Bambus hier, der symbolisiert eine Pflanze, die sehr stark ist. Der bricht nicht ab, ja, der hält einiges aus. Der übersteht alles. Ne? Das ist so ein Sinnbild für, dass man euch nicht brechen kann. Und hier kommt die Botschaft ein bisschen mit, dass ihr im Leben flexibel sein dürft. Auch mal irgendwo nachgeben. Manchmal muss man standhalten, manchmal ist die Zeit nachzugeben. Und manchmal muss man etwas auch umgehen, statt drauf zuzusteuern. Hier geht es um eine flexible Haltung bei euch, in der ihr mehr Fülle ins Leben einladen könnt. Es geht um die Offenheit für Veränderungen. Wie steht ihr dazu, wenn sich Dinge verändern? Und hier kommt etwas, was jetzt an der Zeit ist, und ihr dürft euch hier überlegen, ob ihr euch dem Ganzen in den Weg stellt oder ob ihr sagt, okay, ich nehme es an. Ja, und hier habt ihr ja auch nochmal diesen Baum, der das Wasser im Stamm speichert und in schlechten Zeiten davon lebt. Und die Karte sagt euch einfach, dass ihr Überlebenskünstler seid. Und sogar noch viel mehr als das, denn ihr gelangt zur Entfaltung in Situationen, die andere mehr als herausfordernd finden. Ihr werdet groß, wenn andere kleiner werden. Und ihr dürft die Lebensumstände einfach nutzen, euch anzupassen, anstatt überrannt oder überwältigt zu werden. Ihr seid stark und standfest. Bei euch sucht man gerne Halt. Möglicherweise tanken auch andere von eurer guten Energie. Und solange du für dich selber im Gleichgewicht bist, wird dich das Universum im Gegenzug auch mit etwas belohnen, was du in andere investiert hast. Ne? Du wirst jedenfalls davon profitieren, lieber Zwilling, liebe Zwillinge. Es kann ja auch sein, dass ihr in eurem Freundeskreis noch mal so ein bisschen guckt, was ist da noch passend, wie viel Einfluss hat es auf mich, wo stellt sich mir etwas in den Weg. Es kann auch jemand sein, der in der Vergangenheit schon mal mit euch zusammen ein Kapitel geschrieben hat. Ihr habt hier die Regenbogenforelle, es geht um eure Gefühle, es geht um ein schimmerndes, buntes Leben. Und es geht um unerwartete Begegnungen und Gewinne, die ihr irgendwo haben könnt. Die Regenbogenforelle bringt tatsächlich viele unerwartete Dinge mit. Es können Menschen sein, irgendwelche Gewinne, ein bisschen Magie, alles, was ihr nicht vermutet. Ihr bekommt ja auch Zeichen, Hinweise, Antworten über Gefühle, Gedanken, Träume. Und ihr kriegt es so langsam mit, dass ihr in etwas viel Größeres eingebunden seid und lässt es so auf euch wirken. Ihr spürt mehr, dass das Leben euch mitträgt. Ihr könnt auch eure eigene Telepathie verwenden, um Gutes zu tun. Es geht auch ein bisschen um Kommunikation. Wie spricht er mit der Welt? Wie spricht die Welt mit euch? Ja. Hier kommt auf jeden Fall Regenbogenlicht mit und verbunden mit glücklichen Fügungen und Zeichen für euch, liebe Zwillinge. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald. Liebe Wagen, es kommt eure Botschaft fürs Kollektiv der Wagen. Was darf ich euch weitergeben? Welche Energien sind hier verfügbar für euch? Es geht um die Häuslichkeit, eure Umgebung.
euer Fundament, die gute Grenze. Hier kommt irgendetwas in Bewegung, kann auch Konflikte mit sich bringen. Möglicherweise müsst ihr euch ein bisschen streitbar machen, habt eine andere Meinung als euer Umfeld. Irgendwas kann euch auch beschäftigen auf der bewussten Ebene, irgendwelche Konflikte. Ja, und aus dem Unterbewusstsein spricht so ein bisschen Unruhe mit euch. Hier ist sehr viel Kommunikation, vielleicht auch Kommunikation, die euch beschäftigt oder auch irgendwo dran hindert. Unterschwelliger Stress. Kann ja auch sein, irgendjemand hat euch irgendetwas gesagt, hier kommt nochmal die Kommunikation, was euch verletzt hat. Es kann auch sein, dass ihr aufgefordert seid, irgendwo euch auszusprechen oder über irgendetwas zu kommunizieren. Hier kann es darum gehen, dass ihr mit irgendjemandem speziell etwas austrägt, verbal. Das kann eine Person aus der Vergangenheit sein, ein Kontakt aus der Vergangenheit. Das kann ein Mutterthema sein zum Beispiel. Es kann aber auch sein, dass ihr hier versucht, über Kommunikation einen geraderen Weg zu gehen, eine Verstrickung zu lösen, einen Umweg zu beenden. Jetzt ist mir die Karte in den Ausschnitt gefallen. Hier geht es tatsächlich um eine Person. Diese Person bringt irgendwie Nachrichten mit und vielleicht habt ihr selber auch das Gefühl, die Nachricht ist zu oberflächlich oder die löst nichts auf. Dennoch habe ich hier in eurem eigenen Haus den Klee drin. Ne? Etwas kann sich zum Guten wenden. Ein Weg wird kürzer, ein Aufwand wird verkürzt, sowas alles. Es kann auch eine Aussöhnung sein mit der Vergangenheit, mit einer bestimmten Person, mit der es mal gerappelt hat. Ja, das Umfeld nimmt euch vielleicht sehr verschlossen wahr oder ihr seid auch so, dass ihr etwas weitergeben könnt. Also man hört euch vielleicht gerne zu, weil ihr etwas wisst. Es kann ja auch sein, ihr macht irgendwie einen kleineren Kurs, ihr besteht irgendwo eine Prüfung, ihr besucht eine Fortbildung, ihr gebt euer Wissen weiter, das auf andere auch genesend wirken kann. Es kommen hier sehr viele Erfahrungen aus dem Umfeld mit. Vielleicht erfahrt ihr auch vom Umfeld etwas, was euch mehr beschäftigt, als ihr wollt. Lasst euch hier auch nicht die Butter vom Brot nehmen, ne? Steht für euch ein und diskutiert das aus. Hier ist die Klarheit. Ne? Ihr hofft hier, dass die Dinge sich unter den guten Sternen drehen. Ihr habt hier auch die Möglichkeit zu erfahren, wie. Die Instruktion, die hier dahinter liegt, bringt Klarheit mit. Hier haben sich jetzt zwei rumgedreht. Hier sind sehr viele Personen mit dabei. Es kann jetzt hier auch darum gehen, dass man sich in der Vergangenheit mal einen Partner angelacht hat, bei dem man dann ausgetauscht wurde, alles Mögliche. Aber es geht hier auch sehr um Elternthemen, um Geschwister, um die weibliche und die männliche Kraft. Ihr seid aufgefordert oder dürft hier für euch selber einstehen.
Ihr habt hier unten den Neubeginn, der die Sonne mitbringt. Möglicherweise könnt ihr auch ein Thema eurer Kindheit hier nochmal klären. Hier ist so Aufklärung. Möglicherweise geht es auch um eigene Kinder. Aber es ist hier eher so ein Konflikt, der von außen auf euch zukommt. Und ihr dürft zur Tat schreiten, ihr dürft etwas klären, ihr dürft etwas in die Genesung bringen. Es kann eher auch sein, dass ihr zum Beispiel im Arbeitsbereich auf Leute stoßt, die irgendwie Aufträge mitbringen, die Bewegung mitbringen und die vielleicht andere Ideen haben als ihr. Und jetzt geht es ums Durchsetzen. Ihr habt hier unten die Flussaue mit dem Annehmen und den Polarstern, den habt ihr hier auch. Ihr habt zweimal die Sterne mit der Führerschaft. Hier sind gegebenenfalls auch viele Emotionen, ne? Die können jetzt hier durch unangenehme Gespräche oder dass ihr überhaupt etwas ausspricht, entstehen. Hier ist vielleicht auch so ein Überangebot an Emotionen und es geht darum, diese nicht wegzudrängen, sondern sie anzunehmen. Die Akzeptanz auch aller Emotionen, die entstehen können. Und es kann auch sein, dass ihr hier klassisch irgendeine Blockade löst, die emotional bei euch am Wirken ist, die jetzt so hochkommt. Ja, hier geht sozusagen der Stern auf, es gibt Sternschnuppen. Hier sieht man den kleinen Bären drauf, den habt ihr hier auch. Und es geht auch darum, dass ihr aus irgendeinem Schatten raustretet. Ihr habt was zu sagen, ihr könnt hervortreten, ihr könnt die Führungsrolle beanspruchen. Ihr seid irgendwie Lehrer für irgendwas, ihr könnt irgendwas weitergeben, was für die Welt sehr wichtig ist. Und ihr dürft euch da, wo ihr im Hintergrund wart, mal langsam aus dem Versteck, also aus dem Versteck rauskommen und ins Licht treten und hervortreten und euren Stern ganz hell erstrahlen lassen. Und sie hat die irgendwo drunter gepokert. Sie ist hier auch so, steht euren Mann, ne? Zeigt euch. Das Selbstvertrauen wird angezeigt. Hier ist noch der Stern des Meeres. Hier habt ihr den Polarstern. Also Sterne, vielleicht habt ihr irgendwie Lust mit der Astrologie was zu tun. Und ihr dürft euch hier zu eurer eigenen bedingungslosen Liebe und Hingabe ausrichten. Hier geht es auch um die männliche und weibliche Seite, ne? Um das Vereinen von beiden. Dein höheres Selbst möchte sich mit dir verbinden auch, ne? Dieses Wissen, diese Infos, die in einem schon wohnen. Und hier ist dein Vertrauen, das gestärkt werden möchte. Wieder dieses Gefühl auch zu haben, die Erde nährt mich, ich bin geschützt, die große Mutter ist für mich da. Meine weibliche Seite darf erblühen, obwohl ich meinen Mann stehen muss. Also das ist hier eine sehr tiefgründige Legung. Ihr Lieben, wir lassen das mal so stehen. Ich drücke euch bis bald. Hallo ihr lieben Wassermänner. Hier kommt eure Botschaft für das Kollektiv der Wassermänner. Was darf ich euch weitergeben? Was wird hier übermittelt? Welche Energien sind verfügbar? Ihr habt hier den häuslichen Bereich, eure Umgebung, Familie.
Ja, hier sieht es schön aus, ne? In der Mitte habt ihr hier Einladungen, Geschenke. Vielleicht sieht man euch gern. Möglicherweise tut sich hier was auf, wo eine gute Immobilie zu finden ist oder ein Umzug, der gelegen kommt. Irgendwas bereichert euch hier auch aus dem Umfeld raus. Vielleicht seid es auch ihr, dass das Umfeld bereichert. Ja, ihr habt hier die Blumen und den Klee. Glück und Geschenke. Ihr habt es auch verdient so. Ihr seid auf gute Ergebnisse ausgerichtet. Manches ist euch vielleicht zu oberflächlich. Freunde. Es kann ja auch sein, dass neue Menschen in eure Umgebung kommen oder in euer Feld, oder das sind Leute, die sind bereichernd. Ne? Die machen etwas wett, was im Unterbewusstsein sitzt, wo ihr in diesem Bereich Freundschaften auch schon schlechtere Erfahrungen gemacht habt. Das sind ja auch Menschen, das sind so Glücksbringer, ne? Die geben euch irgendetwas ganz Spezielles. Ihr dürft ihr sein bei diesen Menschen. Ihr werdet hier vollkommen akzeptiert. Ein schicksalshaftes Geschenk, schwierige Zeiten in der Vergangenheit. Möglicherweise habt ihr hier eine bestimmte Person, mit der ihr eine schwierigere Zeit hattet aus eurem Umfeld. Es kann ein Freund sein, eine Freundin, ein Arbeitskollege. Ihr könnt die Schwere hier mehr in der Vergangenheit lassen. Das sind auf jeden Fall auch so Schicksalspartner, die hier ins Leben rutschen. Hier kommt etwas in Bewegung, es nimmt Fahrt auf. Es geht ein bisschen auch um emotionale Fülle und um Schattenthemen, die ihr in dem Bereich habt. Kann auch sein, dass ihr überlegt, wen lasst ihr noch an euch ran und wen nicht. Eure Psyche, eure Spiritualität, die ist hier sehr verfügbar. Manchmal habt ihr vielleicht das Gefühl, dass eine gewisse Phase immer wiederkehrt, die unangenehm ist. Aber hier geht es tatsächlich auch um emotionale Erfüllung. Hier habt ihr die Verträge, die Verbindlichkeit, die Verbundenheit auch, die aus dem Umfeld wirkt. Also es kann ja sein, dass ihr nur so einen bestimmten Personenkreis habt, der für euch sehr wichtig ist oder wird. Es kommen hier vielleicht auch gute Möglichkeiten, Verträge, Aufträge oder auch Mietverträge. Hier ist etwas, was sich so wie so ein Beziehungskarma zeigt oder eine herausfordernde Situation in allen verbindlichen Bereichen. Leidenschaft, die in euer Leben möchte. Das ist so ein Ding, hier möchtet ihr frei sein, aber doch die eigene Größe leben. Aussöhnung mit der Vergangenheit. Für einige kann ja auch sein, sie müssen sich zwischen zwei Personen entscheiden oder ja, an sich
eine emotionale Entscheidung treffen. Hier ist sehr viel Nebel noch in manchen Sachen, jedoch könnt ihr die klären. Hier ist das langfristige Wachstum. Die Vitalität wird angezeigt. Wie geht man mit dem Älterwerden um? Aber ihr habt jedenfalls hier in der Mitte die Auflösung einer herausfordernden Zeit, verbunden damit ihr irgendein schicksalshaftes Geschenk kriegt, das euch Stabilität bringt und Wachstum und euch irgendwie wieder aufstehen lässt für etwas, für was es sich lohnt. Hier kann ein gewisses Schattenthema überwunden werden, auch ein Vaterthema zum Beispiel. Guck mal, ihr habt hier den Bergnebel und hier habt ihr die Wolken. Ja, das Thema ist mit Einsamkeit. Die heilige Insel, die sich hier zeigt. Es kann ja sogar sein, dass ihr in höhere Bewusstseinsebenen kommt. Denn hier ist sehr viel Nebel und hier ist sehr viel Spiritualität, ja, Ahnenthemen, spirituelles Wachstum, das in großen Schritten hier kommt. Und die Karten sagen einfach, auch wenn du nicht gleich den Weg erkennst, vertrau deinem Herzen und deinen Emotionen. Manchmal weiß das Herz mehr, als die Augen sehen oder die Gedanken denken können. Denn man wird hier eventuell auch in eine Richtung geführt, die ganz unerwartet für euch ist. Also damit rechnet ihr nicht. Hier ist ja ein großes Eingebundensein, irgendwie auch an Personen, Umfeld, Verbindungen. Vielleicht seid ihr auch selber jemand, an dem man sich gut anlehnen kann. Und die Karte sagt ja einfach auch, trefft eure eigenen Entscheidungen, verlasst euch nicht auf das Urteil oder die Anweisung von anderen, setzt euch von der Masse ab, wie selbstzufrieden seid ihr, wie eigenverantwortlich, kommt bei euch selber an, ihr wachst, wenn ihr euch zurückzieht. Und hier liegt irgendwo auch eine ganz große Selbsttransformation mit dabei. Aber das macht ihr nicht selbst. Das Schicksal führt euch dahin, in diese Situation. Ja. Wie selbstzufrieden seid ihr? Und jetzt kommt hier der Waschbär mit dem Thema Zufriedenheit. Bei sich selbst bleiben, sich nicht aus dem Tritt bringen lassen, ne? Sich verbinden mit dem eigenen Sein. Der Waschbär bringt ja auch die Botschaft, dass ihr vom Schicksal beschenkt werdet. Das haben wir hier ja auch. Und irgendwie meint es eure Führung ganz gut mit euch. Ihr kommt immer mehr in dieses Gefühl, ich brauche nicht jedem gefallen, ich muss es nicht allen recht machen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ihr dürft vielleicht auch irgendwo kürzer treten, euch mehr mit langfristigen Dingen beschäftigen, maßvoll sein, achtsam sein. Und hier sind erfreuliche Gelegenheiten, die ihr auch nutzen dürft. Der Kosmos bietet euch hier was in der nächsten Zeit. Das ist echt eine schöne Legung. Ihr lieben Wassermänner, ich drücke euch und bis bald.